Herzlich willkommen zu unserer Roomtour. Die Höhle ist endlich so gut wie fertig. Ja, die Badewanne hier muss auf jeden Fall nochmal motorisiert werden. Das haben wir jetzt noch nicht geschafft. Aber so macht es auch schon mal richtig Spaß. Genau, wir haben hier jetzt so ein Seil, an dem man sich so durchziehen kann. Das hattet ihr ja ganz oft in den Kommentaren geschrieben. Ja, dann haben wir jetzt hier noch einen Tisch gebaut. Den kann man hier so wegklappen und dann hier festmachen. Wenn wir hier mal so ein paar Tage sind, müssen wir auch irgendwo schneiden können und so. Und dann haben wir hier jetzt unseren Ofen. Ich finde, der ist echt mega schön geworden mit den Backsteinen hier. Die halten auch ein bisschen die Wärme, damit es hier noch länger warm bleibt, wenn der Ofen dann aus ist. Ja, dann würde ich sagen, können wir mal Feuer machen. Wir haben jetzt hier hinten das Feuerholz. Hier ist übrigens unser altes Restholz. Das hat uns die Alex heute Morgen noch klein gehackt. Der Ofen hier ist echt richtig krass warm, ich kann hier kaum stehen. Der Tee hier oben sollte auch bald kochen. Echt cool finde ich, dass man da noch was warm machen kann. Ja, dann haben wir hier oben jetzt dieses Regal, unsere Uhr schlägt schon wieder, dieses Regal aus dem alten Reststück. Das ist auch ganz cool geworden, finde ich. Hier hinten um das Ofenrohr haben wir wieder so ein Kupferrohr gewickelt. Da machen wir das Wasser warm für unseren Pool, so ähnlich wie bei unser Baumhaus. Ja, unsere Badewanne hier hinten kennt ihr ja wahrscheinlich schon aus dem letzten Video. Da haben wir hier hinten jetzt einen kleinen Schalter hingemacht. Mit dem kann man eine Pumpe anmachen. Und zwar kann man mit dem einmal das Wasser rauspumpen, weil wir den Abfluss dicht gemacht hatten. Das hat ihr auch schon gemeint, dass es ein bisschen unpraktisch ist. Oder man kann hier oben drin unsere Dusche anmachen. Hier oben haben wir jetzt unseren Spaten hingehängt. Und zwar ist es tatsächlich der Spaten, den der Erik den ersten Spatenstich gemacht hat, als wir angefangen haben, die Höhle zu bauen. Ich glaube, das ist jetzt schon über ein halbes Jahr her. Und daneben haben wir hier unsere Uhr. Die schlägt sogar gerade. Also die Uhr müssen wir auf jeden Fall nochmal synchronisieren, damit die auch zu den vollen Stunden dann schlägt. Das ist gar nicht so einfach, da müssen wir uns noch mal reindenken. Und hier ist wirklich das Allerbeste. Und so haben wir aus diesem alten, gammeligen Sofa, was wir geschenkt bekommen haben, was ganz Besonderes gemacht. Ich war mir am Anfang ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob es so eine geile Idee ist mit der Schaukelcouch. Aber ich finde, es ist mega gemütlich geworden. Also normale Couch wäre einfach viel zu langweilig. Ja, wir hatten überlegt, noch eine 360-Grad-Schaukelcouch zu bauen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob das eine gute Idee wäre. Keine Ahnung. Ja, und dann haben wir noch eine ganz wichtige Sache. Und zwar haben wir hier unten einmal einen CO2-Melder und einen Kohlenmonoxid-Melder. Das hatten ja echt viele von euch geschrieben, weil hier drin die Luft natürlich schnell verbraucht sein könnte. Und auch wegen dem Ofen ist es wichtig. Und dann haben wir natürlich noch einen Rauchmelder, falls hier mal anfangen sollte zu brennen. Ja, dann haben wir hier oben ein Bild aufgehängt. Das ist nicht irgendein Bild, das hat der Philipp sogar selber gemalt. Auch das, was da am Eingang hängt, falls ihr es davor schon gesehen habt. Was bisher noch fehlt, ist ein Bett. Und zwar wollen wir hier noch so einen zweiten Boden quasi einbauen oder mit Hängematten so ein Mittelding vielleicht. Und dann wollen wir hier tatsächlich mal für eine längere Zeit drin leben. Ihr könnt mal hier oben abstimmen, ob wir lieber einen Tag komplett hier drin bleiben sollen, also 24 Stunden ohne rauszugehen, oder ob wir lieber eine ganze Woche hier drin wohnen sollen. Hier hinten auf dem Brett haben wir nochmal alle unsere Unterstützer aufgeführt. Ganz vielen Dank nochmal an alle, die Mitglied von unserem Kanal geworden sind. Wenn ihr da auch drauf kommen wollt, könnt ihr uns auch unterstützen. Wir würden uns da echt mega drüber freuen, weil das ganze Projekt einfach ziemlich teuer ist. Ja, hier haben wir auch nochmal unsere Patreons und alle Leute, die uns so mitgeholfen haben. Und hier haben wir jetzt unseren Notausgang gebaut, den habt ihr glaube ich auch noch nicht gesehen. Und zwar ist es gleichzeitig auch unsere Lüftung. Das ist ganz interessant, nämlich wenn der Ofen läuft, zieht die Luft hier so gut durch, dass die Luft hier unten sogar besser ist, also weniger CO2 in der Luft ist, weil die warme Luft aufsteigt und dann die kalte Luft durch den Gang wieder neu reinkommt. Dann haben wir hier oben jetzt nochmal so eine alte Spitzhacke aufgehängt. Die hat auch echt viel mit der Höhle zu tun, weil wir am Anfang alles mit der Hand graben wollten. Und da haben wir ziemlich oft so einen Spitzhacker gebraucht, weil es einfach mega lehmig ist, der Boden, und ziemlich hart. Also man kommt mit dem Spaten kaum durch. Ja, und dann haben wir hier dieses wunderschöne Klavier. Ja, das ist auch schon älter. Ihr habt ja wahrscheinlich im Video gesehen, wie wir es hier reingeschafft haben. Es war echt eine ganz schön krasse Aktion, weil es so schwer war.
Ja, wir hoffen, euch hat die Höhle und natürlich unsere Roomtour gefallen. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr sehen wollt, wie wir dann 24 Stunden oder sogar noch länger hier drin bleiben. Dann könnt ihr hier oben auch nochmal abstimmen. Sobald die Betten drin sind, gibt es dann auch nähere Infos für unsere Unterstützer, die dann mit uns hier eine Übernachtung drin gewinnen können. Außerdem gibt es für unsere Unterstützer auch immer Behind-the-Scenes-Videos und wir beantworten eure Fragen im Community-Tab. Ja, für die nächste Zeit sind auch noch mal richtig coole Projekte geplant. Dann sehen wir uns im nächsten Video.